Wenn Usyk bereit ist, sind wir auch. Ich denke, es wird für die Zuschauer großartig. Und die Chancen stehen wirklich 50-50. So, was geht, meine Lieben? Ich hoffe, euch geht's gut. So, wir befinden uns gerade eben auf dem Konzert von Chiago gegenüber hier. Wir sind ready, nein, Spaß. Also wir sind hier beim RTL-Gebäude. Wir sind heute zu Besuch bei RTL. Ja, wir sehen gleich ein paar Räumlichkeiten vom RTL. Uns wird mal so eine Roomtour, also eine Roomtour, sag ich schon, so eine Roomtour gezeigt vom RTL. Dann werden wir noch ein Interview führen. In diesem Vlog wird auch angeteasert, ungefähr, wer der nächste Gegner ist. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal wieder ein bisschen mit dabei. Genau, ich habe auch gesagt, ich habe ja gesagt, wir nehmen die Vlogs oder die Kamera jetzt öfter mit, wenn wir irgendwas ansteht. Das tun wir auch wieder und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Aber so nochmal off-Record, das Auto sieht ja nochmal viel besser aus, wenn es so außerhalb vom Autohaus ist, ne? Dankeschön. So. Ei. Lässt sich aber gut fahren, ja? Ja, 100%. Auto ist maximal schön. Was gefällt dir am besten am Auto? Das Auto ist auch einzigartig, ne? Wenn du das siehst, ja nicht auf der Straße so ein BMW X6. Also ist unmöglich, glaube ich, so einen auf der Straße zu sehen. Ist, glaube ich, mit einer der wenigsten. Und darum warst du, glaube ich, auch sehr pünktlich heute, ne? Also hast dich selbst übertroffen. Überpünktlich. Boah, das ist das schwere Ding hier. Wiegt schon ein bisschen, ne? Ja. Schicko war schon am Schnaufen hier, ne? Alles gut. Was ist denn hier heute überhaupt der Plan hier bei RTL? Ja, wir sind hier heute mit Agit bei uns in der Sportredaktion, im Sportressort und freuen uns erstmal sehr, dass du hier bist, Agit. Schöne Sache. Schön, dass ich hier Und Şükrü natürlich auch. Wir gehen nachher ein bisschen durch die Redaktion, vielleicht mal runter ins TV-Studio. Da machen wir noch ein Interview, dann essen wir noch was. Boxsport ein bisschen auf die Karte bringen. Genau. Ui. Hey. Cool. Du musst aber ein cooles Bild machen. Agit als Nachrichtensprecher, das wäre doch auch was, oder? Ja. Der hängt bei mir, bei meiner Mama, die hat in der Küche hängt. Ja, das ist bei der Mama. Bei dir? Die Mama gibt die nicht ab. Die sind alle bei ihr zu Hause. Stolz. Ja, die ist so stolz, die gibt nicht ab. Was würde ein Kampf vor heimischem Publikum zum ersten Mal auch in einer großen Arena, vielleicht sogar im Stadion, aber auf jeden Fall eine größere Halle. Was würde das für Sie bedeuten? Großes, ne? Also ich hab von Anfang an darauf gestrebt, den deutschen Boxsport wieder zu beleben. Und ich denke einfach, das wird großartig. Wenn ich nach Deutschland zurückkomme, in einer großen Arena, denke ich, es wird für die Zuschauer großartig, weil, wie gesagt, ihr Sportler und ihr Mann, der die Flagge international hochhält, kommt dann nach Hause und boxt zu Hause. Schön, du hast gerade gesagt, gegen Usyk 60-40 siehst du die Chance für Usyk. Begründe mal. Er ist Champion in alle Verbände. Dann ist er automatisch Favorit. Ich glaube, der hat über 10 Jahre nicht mehr verloren oder 12, 13 Jahre. Also spricht ja alles für ihn. Weil was viele nicht wissen, von der Auslage, Rechtsausleger heißt. Aber er versteht schon, wie ein Rechtsausleger zu boxen. Der versteht sein Leben schon so gut. Du hast gesagt, für dich ist Usyk der Beste. Auf welchen Zeitraum gesehen ist das so? Wo steht da für dich so im Legenden? Die letzten 5, 6 Jahre, der hat ja gegen alle gekämpft. Für mich absolut letzte 20 Jahre Lennox Lewis. Da kommt auch keiner ran. Du hast auch mit dir geredet, ne? Vom Kampf, oder hat dir ein paar Sachen erzählt? Top wieder, ne? Der hat gefragt, wann wir campen nächstes Mal. Dann haben wir ein bisschen so geredet und dann war mein Englisch zu Ende. Hat er noch gelacht, hat nur abgegeben und ist weggegangen. Einen wunderschönen guten Tag, ja? Tagchen. Tagchen, ne? Wie geht's uns heute? Heute geht es ums Blenden. Was tut am meisten weh? Ellenbogen, ne? Dabei ist noch nicht mal Vorbereitung, ne? Heute jedes Mal Vorbereitung. Was haben wir heute geplant? Lockeres Training, aber wir sind nicht locker. Der zieht immer durch, weißt du? Ich habe mir auch ein paar Fragen für dich heute überlegt, weißt du? Wir können ja nicht immer die gleichen Sachen fragen. Wie sieht's aus mit Kampf? Wie sieht's aus mit dem nächsten Gegner? Was trainieren wir heute? Weißt du, da habe ich ein paar schöne Sachen für dich vorbereitet. Erste Frage, ich streue das immer so zwischendrin ein. Ich gebe schon mal die erste. Wie kamst du eigentlich zum Boxsport? Wann hast du mit Boxen angefangen? Mein Bruder und so, die haben mich einfach mitgenommen. Ja? Weil ich zu Hause nicht bleiben wollte. Ab mit! Wo war zu Hause?
Vollbart. Vollbarter Boxclub, 72, 73. Wie geht's Captain Marokko? Mir geht's gut, Bro, soweit. Alles gut, danke. Läuft alles? Ja, läuft alles. Jetzt fängt so langsam wieder die Vorbereitung für Agit an. Das heißt, dann bin ich auch wieder im Training und helfe ihm so ein bisschen unterstützen. Team Caballel. Parallel bist du noch Team-Captain bei Ring Life, erzähl mal. Wir hatten ja Ende Mai hatten wir ein Turnier von Ring Life. Team-Captain Marokko war ich da, haben wir gewonnen. Jetzt müssen wir unseren Titel verteidigen Ende August, also diesen Monat quasi. Ich habe ein gutes Team, wir werden es wieder machen. Ja, wo findet es statt? In Leipzig diesmal. Heute, also alle, die in Leipzig wohnen, Marokkaner, kommt uns unterstützen. Alles klar. Aber Schütze, bist du in Deutschland geboren oder Türkei? Türkei. Mit wie vielen Jahren kommst du rüber? Ein Jahr. Ah, ja. Ich bin mehr Kartoffel wie die Kartoffelfresser. Heute Morgen haben wir Krafttraining gemacht gehabt. Hartes Krafttraining mit HTF. Wir haben die Gewichte draufgepackt. Jetzt sind wir so in der Offseason. Heute haben wir richtig geballert mit Kraft. Jetzt mit Coach heute ein bisschen bewegen, ein bisschen schwitzen. Einfach nur, weißt du, diese Lockerheit wieder reinkriegen und wieder mit Boxen starten, weißt du? Einfach so im Game bleiben. Und Ja, also wir trainieren. Weißt du? Aber du trainierst schon anders als jetzt vor 6 Wochen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt Donnerstag. Wir sind gerade in der 7. Einheit. So, Schütze, dann warst du also in Velbert beim Boxen, ne? Da hast du das so als Kind gemacht und wurdest irgendwann noch professioneller? Ja, in der Bundesliga, Oberliga geboxt. Bundesliga hast du geboxt, ne? Auch Oberliga. Wie viele Jahre? 3, 4 Saison. Was war deine größte Stärke? Leichte Beine, gutes Auge, Konterboxer. Wenn du dich so beschreiben würdest, du hast geboxt wie ... So ein bisschen ähnlich, so wie man bei Agit sagt. So mein Boxstil, sag ich ja. Aber bist du auch immer auf Leber gegangen? Ich bin einmal auf Leber K.O. gegangen, dann habe ich Leber gesucht. Was war deine größte Schwäche? Leber, rechts. Rechtsauflage, ja. Wieder Usik, nur eine Handballsturm, ja. Und wir gegen Sang, habe ich dir gesagt? Ja, Der hat Leber frei. er hat die Leber frei, ne? Bringt uns die Rechtsausleger, ne? Auf jeden Fall. Das läuft auf Autopilot hier, das Training, ne? Du bist da der Zuschauer, ne? Ich gucke noch zu, er macht sein Training. Der weiß, was er zu tun hat. Komm mal wieder zu dir hier, ne? Da hast du geboxt und dann wurdest du irgendwann Trainer. Wie wurdest du Trainer? Ein Kollege hat mich hier hingebracht, hier in diesem Gym. In diese Gym? Ja. Aber was war das damals noch für ein Gym? Shopsec hieß der, glaube ich. Ja, Shopsec. Und dann hast du einfach Kurse gegeben. Nein, Kollegen von denen waren hier. Ich glaube, der Savada war auch damals dabei. Habe ich trainiert. Weil der brauchte einen für eine Stunde. Habe ich auch so hat das angefangen. Da stehst du immer noch, ne? Ja. 10-mal die Woche. Ja. Bei Boxrec jetzt ja auch offiziell auf Nummer 2 der Welt. Schon ganz geil, oder? Gut, dass einer nachmacht. Keiner hat mal an uns geglaubt. Ne? Kein Promoter, kein Manager. Die haben uns einen Vertrag gehabt, aber haben uns keine Kämpfe gegeben und auch nicht zugetraut. So, Agit, nach dem Musikkampf ist vor dem nächsten Heavyweight-Event Moses Ithoma gegen Dillian Whyte. Was sind deine Gedanken zu dem Kampf? Also hatte der Kampf vor 6 Jahren stattgefunden. Habe ich auf Dillian getippt, aber ich glaube, also ich bin einfach nur, ich sehe das sportlich, ne? Ich denke, von der sportlichen Sicht her, denke ich, dass Moses Ithoma gewinnen wird. Ja. Ist ambitioniert, hat Bock. Und die Herzenkämpfer hat schon Dillian Whyte hinter sich. Ne? Ich denke einfach, der Ithoma ist fresher und hat mehr Bock, nach oben zu gehen. Ich denke, für Dillian sind das die letzten 1, 2 Kämpfe in seiner Karriere. Ich tippe auf Moses Ithoma. Der Ithoma ist ja auch so ein Name, der jetzt, ich meine, andere gibt es ja auch nicht mehr, Parker, dich, und jetzt kommt der da auch manchmal ein bisschen mit rein über, sag ich mal, den englischen Lobbyismus. Was sagst du zu ihm generell als Kämpfer? Der ist noch sehr jung. Ist noch sehr, sehr jung. Ich glaube, er hat noch seine Zeit. Er wird seine Zeit auch noch brauchen. Wie gesagt, das kommt ja vom englischen Raum und von den englischen Medien, dass er quasi der Name immer publik ist, dass die Leute über den Namen reden. Der Junge wird gut promoted, ist beim guten Promoter. Die Aufgaben werden sehr, sehr gut gemacht für ihn. Er bekommt auch keine Aufgabe zu früh. Ich denke einfach, in der Zukunft kann man von dem Jungen viel erwarten. Ne? Aber da sieht man so, was das ausmacht, wenn du so in einen Markt reinkommst, der schon da ist, wenn du die 100%. gleiche Nationalität hast, wie viel einfacher das Ja, ist. klar. Ne? Weißt du, der wird in England auf maximale Ebene gepusht. Ne? Hast gleich zig Gegner, die alle kennen, die Geld bringen, solche Kämpfe, ne? Aber ich bin mal gespannt. Wir machen ja auch unsere Arbeit hier, dass der Markt in Deutschland wieder aufgebaut wird. Ne? Wir sind hier, Wir sind am Start. Support wird immer größer, die Leute haben Bock drauf, die Leute haben wieder Bock auf Boxen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Egal, wann Agit kämpft, denkt dran. Pay-Per-View kaufen, richtig. Wir müssen auf die Karte. Wir müssen auf den internationalen Markt. So, einfach bewegen der Schritt. So, Schüttel, und dann wurdest du auf einmal Trainer, hast du gesagt. Ne? Da hast du natürlich erstmal nur Amateure trainiert, ne? Am Anfang. Gar keins. Gar nicht. Wie kamst du dann so das erste Mal ins Profigeschäft rein? Die waren ja alles so A-Klasse-Kämpfer, Kickboxen waren das meistens, nicht Boxen.
Kickboxen am Anfang. Kickboxen? Ich habe dem Boxen beigebracht. Ah, okay. Haben auch richtig Spaß gehabt, so richtig viele Kämpfe. Einer Abend so 7, 8 Mal in der Ecke, gewinnen, verlieren. Weißt du, was das war? So, ging nicht um Geld, ging um nichts, weißt du? Einfach pure Freude und Spaß dabei, Adrenalin. Fehler, aber haben wir richtig gute Truppe gehabt in Bogota. Wann war das so? 13. Glaube ich, weiß ich nicht. Da habe ich Agit kennengelernt. Da hast du Agit kennengelernt, bei der Truppe. Nee, in Aachen habe ich Agit kennengelernt. Aber der war auch in der Truppe. Und dann hast du ihn, hat's ja schon mal einen anderen Blog, aber Sehen ja nicht immer alles. Wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Ja. Beim Kampf oder Training? Kampf. was war so der verrückteste Ort, wo du jemanden gecoacht hast zum Kämpfen? Afrika. War das der Afrika-Kampf? Ja, da müssen wir eigentlich einen eigenen Blog zu machen, nur zu der Geschichte, ne? Was war so, wie lief das so ab? In Afrika? Ja. Alles schief. Alles von vorne bis hinten. Aber ich habe Spaß gehabt. Ja. Mit wem hattest du das erste Mal so international Erfolge? Gerd Ajetovic, das war der erste. Da waren wir WBO Europameister geworden. Ja. Dann kam der Serbia. Er hat doch gesagt, er wollte nicht anmachen. 5 Sekunden, komm mal weiter. Macht immer. Einfach nur bewegen, raus, nichts anderes. Füßenfeld lecker. Ja, du hast gesagt, du warst locker. Ja, okay, der kennt keinen locker, ich schwöre. Der hat noch nie seitdem locker gemacht. Das Problem ist, der hat gesagt, ich mach locker. Ich sehe den 120 Kilo am Wackeln. Und da gibt es keinen locker bei dem. Wenn du schon mal hier bist, ne, kannst du auch Gas geben, oder? Ist die Fahrt nicht umsonst gewesen. Ja. Aber was Tüppelberg gesagt hat, wie viel wiegt der Sack da? Oh, ich glaube 120, 130, aber braucht man noch, weißt du, weil du musst überlegen, unsere Gegner sind auch nicht im Gewicht her leichter, deswegen muss man schon. Aber die Kombination aus beiden macht es. Beweglichkeit, Härte. Guck mal hier, geht gerade und guck mal hier. Und der ist neu, oder wie? Das wollte er sagen, Selesan. Waren wirklich viele gute Jungs, er hat es geschafft. Weil er eben auch an einem Donnerstag jetzt so trainiert, wie er es gerade tut. Obwohl kein Kampf ansteht. Wenn Usyk bereit ist, sind wir auch. Deswegen, der trainiert immer gut, der ist nicht umsonst da oben. Ich kenne keinen, der so trainiert wie Agit. Keinen. Auch bei den Profis nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, die so trainieren. Was machst du hier so? Wir waren schon noch mal aufwärmen Feierabend. Schon bei mir durch. Ich wollte dabei sein. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin nur dabei. Ich bin nur dabei. Mir ist eine Ehre, ich darf mit dem erfolgreichsten kurdischen Sportler, den es jemals gab, trainieren. Ich habe bald noch deutsche Schwergewicht. Ja. So, hier stand jetzt der erfolgreichste kurdische Sportler, den es jemals gab. Ich erlebe und ich darf mit dem trainieren. Das ist eine Ehre. Deutsche Disziplin, kurdische Power. Für diese Geste markieren wir einmal Ashrafi, ne? Ich hab's geschafft. Heute geht alle. Haut rein, ich bin weg. Ich komme nie wieder zu Ziel Training. ist erreicht. Das wird nach dem Training. Easy money. Kommen wir zu den finalen Fragen. Und dann kann die Community entscheiden, ob wir da irgendwann nochmal auf Themen tiefer eingehen. Manu Chao auch noch trainiert, jetzt Agit. Welche Ziele hast du noch als Trainer? Außer Weltmeister werden, was das offensichtlich ist. Trainieren und darauf, was für ein Ziel soll ich haben. Höhere Ziel gibt es nicht. Alle nehmen Mikrofon in die Hand und schreien rum, wir wollen Weltmeister werden und bringen gar nichts. Und die haben wirklich das Glück gehabt mit Agit, dass der so diszipliniert ist. Jetzt immer auf dem guten Weg und da versuchen wir alles zu machen. Ich hoffe, dass der Usyk ja sagt zu uns. Das wäre für mich persönlich, das wäre mein Traum, gegen den besten Mann der Welt zu boxen. Ich finde ihn top, den Junge, also da habe ich sehr viel Respekt vor den. Und messen möchte ich mich mit dem Besten der Welt. Ich traue mir zu, den zu schlagen. Ja. Den Wort im Mund zu nehmen ist schon schwer, aber ich traue mir wirklich zu mit Agit, weil Agit ist eiserner Wille, Disziplin. In deiner Trainerkarriere möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, hast du auch Leute wie Roberto Saldic, Abus Magomedov und Co. auch viel trainiert und zu sehr guten Stand-Up-Kämpfern gemacht. 100%, die verdienen ihr Geld jetzt. Einer bei One, der Roberto und Abus bei UFC, ist schon gut. Freue ich mich immer, wenn die beiden gewinnen, muss ich wirklich sagen. Das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, dass du da auch mal deine Finger mit dem Spiel hattest, aber worauf ich hinaus wollte, jetzt trainierst du auch nur noch Agit, ne? Ich habe viele Anfragen, wirklich sehr viele, aber ich nehme nichts an, weil ich konzentriere mich nur jetzt auf dieses Kampf, weil wir sind kurz davor und die Chancen stehen wirklich 50-50, meine Meinung. Ich weiß, dass andere wieder alle sagen werden, ja, ihr redet viel. Alle werden wieder sagen, ja, wie könnt ihr den im Mund nehmen? Ich nehme mir gerne den Usyk-Namen im Mund, weil ich gegen den kämpfen möchte. Der Lennox Lewis hat auch gesagt, was? Dass Agit gut Chancen hat gegen den, oder? Ich glaube, jeder sagt, dass das
wenn einer gute Chancen hätte, dann Agit. Ich glaube, viele schreien Parker einfach, weil er oft früher einfach da war, aber nicht, weil er besser ist. Also Ich sag einfach jetzt Parker, Agit sind für mich zurzeit wirklich aktuell, die das verdient hätten, um Weltmeisterschaft zu kämpfen. Tyson Fury, der gehört zum Boxsport, den kannst du nicht wegscheißen, der ist einfach ein Weltklasse-Mann. Finde ich auch persönlich, selber finde ihn auch gut als Mensch. ja, Er gehört zu dem Business, wenn er dabei ist, dann ist wieder was los im Boxsport. Das ist schon mal gut, dass er wieder zurückgekommen ist. Ja. Und die anderen, die da alle so rumschreien, tun über den, die haben doch gar keine Ahnung vom Boxsport. Der Mann bewegt was im Boxsport, muss denn das einer nachmachen. Ihr bewegt aber auch was. Es gibt immer mehr junge Leute, die auch gerade wieder mit Boxsport anfangen. Ich habe auch unsere Statistiken gesehen. Kriegst du das selber auch mit, dass der Boxsport schon langsam anfängt, wieder relevanter zu werden? Wenn in Deutschland nicht diese Politik wäre, wäre er noch besser. In Deutschland finde ich einfach unmöglich. Also ich kriege ja mit, wenn man Leute sagen, ja, der Agit. Aber was willst du von Agit? Lass ihn doch in Ruhe. Guck doch nur das Sportliche, mehr nicht. Nur das Auch Sportliche. unabhängig von sportlich ist er ja auch ein guter Typ, ne? Ich will natürlich nicht den trainieren, ich will es wie mein Sohn, aber ich messe doch einen Menschen, wie die Engländer machen, wo wir jetzt in England waren, die gucken nicht, was für Hautfarbe, wer du bist, was du machst, die gucken die Leistung. Mess doch einen Boxer mit seiner Leistung. Und noch was, sag ich dir auch, in Deutschland, die ganzen Promoter, die suchen die Kämpfe aus, was sind die den kämpfen, damit machen die auch Boxsport kaputt. Wir haben nie einen Gegner ausgesucht, ehrlich. Wo die mich angerufen haben, mitten in der Nacht gegen links, Mahmudov, habe ich ja gesagt. Ich habe kein Gage gefragt. Aber wenn einer wieder vorweg geht, dann können die anderen, wie bei Itoma, wo wir vorhin drüber geredet haben, ist es für die anderen auch wieder leichter, auch gute große Kämpfe zu kriegen. Thomas würde in Deutschland gar nichts aufreißen. Sag ich dir so, das ist. Weil dann wäre er ein ganz normaler Mensch. Boxer ist ein guter Boxer. Ich habe nichts gegen Thomas. Gottes Willen, ist ein guter Mann. Aber in Deutschland wird hinter dem keiner stehen. Dann wird er da stehen, dann wird er kein Kämpfe kriegen, dann wird er kein Training. Ich will mal Thomas sehen, wie der Agit jahrelang kein Geld verdient. Kein Cent. Er hat schon mit Anfang 20 Nike-Werbedeal, Millionen und alles. Ist Ne? noch ein hübscher Junge, der kann auch boxen, über den will ich sagen. Aber hier in Deutschland, das vergleicht das mal so. Der Agit, der stand da, der hat kein Geld gehabt. Da hast du Existenz an von dieser scheiß Corona-Zeit. In 4 Jahren 4 Kämpfe oder 2 Kämpfe. Bis wir da hingekommen, war schon harte Arbeit. Wir haben nichts geschenkt gekriegt. Wir haben 3-mal in Riyadh gekämpft. Keiner vom deutschen Verband war dabei. Die Engländer haben gefragt, wo ist denn einer von euch? 3-mal. Aber die Gebühr wollen die immer haben. Also wir sind jetzt beim Finale. Das werden wir beim nächsten Vlog verkünden, wie weit wir sind mit dem Homecoming-Veranstaltung in Deutschland. Und jetzt sind eigentlich Finalgespräche. Ne? Also was heißt, die Finalgespräche waren. Wir warten auf den Vertrag. Der wird jetzt die nächsten Tage reinkommen. Und ja, da können wir eigentlich mehr dazu sagen. Mal gucken, ob der Aschraf unsere Vlogs sich anguckt. Ne? Wenn ihr die Vlogs anguckt, dann wisst ihr ganz genau, was er zu sagen hat. Also beendet jetzt den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentieren, abonnieren. Agit auf die 1. Ja, doch, genau. Könnt ihr einen Kommentar da lassen. Einen Kommentar da lassen. Und Algorithmus alle, die pushen. Agit in Deutschland kämpfen sehen wollen, ballert die Kommentare voll. Wir brauchen Den Support Algorithmus, wir gerade. brauchen einen Support gerade, wir müssen den Algorithmus Aber die pushen. Engländer, wir haben ja heute geredet mit Queensberry, die sehen das. Also die sehen Deswegen die sag Kommentare. ich ja, deswegen, wir müssen ihn maximal pushen. Wir müssen maximal darauf setzen jetzt, damit zeigen, ey, Deutschland ist am Start. Also, let's go. Let's go.